Herzlich willkommen zum doppelten Alpencross, Tag 6. Wir kommen heute in Nizza an. Und ja, jetzt steht uns der Col de Valdebert bevor. 12 Kilometer Anstieg, 846 Höhenmeter. Und danach geht's ab Richtung Côte d'Azur, Mittelmeer. Wir starten heute in Gijón und fahren bis Nizza. Hier im ersten Obergeschoss war unsere Bleibe und in dem mittleren oder in dem rechten Garagentor steht ein Feuerwehrfahrzeug. Der Wecker ging heute um 6 Uhr und ich war echt noch übermüdet. Wir brauchen einen Pausentag. Wie war deine Nacht, Anne? Ja, bei mir ist es immer genau irgendwie auch umgekehrt. Also müde war ich heute Morgen schon auch, aber habe mich ab 3 Uhr schon aufs Frühstück gefreut. Aber ich schlafe im Zelt einfach sehr viel besser. Das ist auch irgendwie komisch, oder? Mit so eine tolle Bude. Aber geschlafen habe ich so, naja. Leute, das geht so steil bergab. Gravel sparen wir uns auf dieser Tour mal. Schon schwer genug. Eine murmelt gerade irgendwas vor sich hin. Ich wollte gerade irgendwas rechnen. Ein Dreisatz oder was? Ich würde gucken, wenn wir jetzt mit einer Geschwindigkeit von 7 fahren, wie lange wir dann jetzt noch wohl brauchen. Ach du Scheiße, ich glaube, das ist eine Hängebrücke, kann das sein? Oh ne. Höhenangst. Ne, keine wirklich Hängebrücke und wirklich tief ist es auch nicht. Wir sind mittlerweile in der Sonne, es geht aber noch. Früh aufstehen lohnt sich gerade bei Pässen. Man ist noch vorm Verkehr da und kann den Pass ganz alleine genießen. Wir sind oben. Hier sehen wir den Anstieg zum Col de Valdebert. Ja, es ist 9 Uhr und wir sind jetzt oben, haben hier schon ein bisschen die Aussicht genossen. Yeah, wir feiern. Ja, waren 12 Kilometer. Ja. Bei dem Intersport in Valdebert war ich gerade drin und habe nach Bremsbelägen gefragt von SRAM. Die hatten jetzt aber nur Shimano, haben mich dann aber verwiesen an den nächsten Laden. GoSport heißt der wohl. Bei GoSport haben wir jetzt Bremsbeläge bekommen. Er meinte, dass mein Hinterrad so aussieht, als müsste es bald mal gewechselt werden. In Nizza schauen wir nach dem Reifen. Ein kleiner schattiger Anstieg. Wir sind gar viel in der Sonne gefahren. Das ist jetzt ein Teilabschnitt im Schatten zum Glück. Ja. Annes altbekannte Teilabschnitte.
Hier eine Hütte. Dieser Anstieg hatte auch einen Namen. Col de la Guyol. 1678 Meter. Ja, und wir schauen mal, ob wir da oben in der Herberge was bekommen. Die Herberge hier ist super. L'eau avec Sirop de Citron. Ich habe meinen schon leer getrunken. Ja, und jetzt gibt es noch einen Cappuccino. Genau. Ja, und dann geht es jetzt im Turbo-Modus weiter. Es geht 80 Kilometer bergab. Sollten wir doch in 4 Stunden schaffen. Naja, Mit ein bisschen Bremsen. Nö, und eine kleine. Ja. Guck mal, von da oben kamen wir. Ja. Oh ja. Das regnet dann immer gar nicht. Nee. Oh Leute, ich kann nicht mehr bremsen. Das ist gut. Du bremst eh zu viel. Nein! Wir können schon 2 bis 3 km schneller fahren. Aber gut. Alles gut. Ja. Aber dadurch kriege ich dann auch so Nackenverspannung, weil ich. So lange so fahren musst. Ja. Ich möchte trotzdem, dass du hinter mir fährst. Ja. Ich kann auch gar nicht mehr vor dir fahren. Sowas. Ja, sowas aber auch. Gott, wir haben noch 74 Kilometer und es geht jetzt nur. Nee. Ja doch. Ja. Nur Ich bergab? sag ja, Turbomodus. Okay. Man kann sich noch gar nicht vorstellen, dass da bald das Meer kommt. In Nizza heute. Eine Promenade entlangfahren. Ja. Das ist meine Freiheit. Hätte Kalle Grabowski gesagt. Wer? Kalle Grabowski. Es ist schon wieder Kalle Grabowski. Das ist echt ein Wahnsinnstal. Krass. Es geht so lange bergab. So, es dürfte jetzt etwas flacher werden. Von da ganz oben kommen wir. Wir fahren jetzt die ganze Zeit neben diesem Fluss her. Der fließt dann in Nizza ins Mittelmeer. Wir machen gerade im Bushäuschen eine kleine Pause. Und ja, man kann Nizza fast schon riechen. Sonst irgendwelche Gedanken? Ich will gerade Siesta machen. Ja. Kannst auf dem Fahrrad einschlafen, wenn das Fahrrad fährt, ja? Lieber mal nicht. Bei uns gab es nochmal schön Mittagessen gerade. Caesar Salad und Burger mit Pommes. War richtig gut. Hier sind auch immer so Bunkeranlagen oder sowas drin. Schweinehund? Der Fahrrad. Der Schweinehund?
Mensch, Anne, wo hast du denn den Humor ausgepackt? Das ist ja ganz neu, Tommy. Wir sind jetzt auf einer Fahrradbahn. Das hier ist ein Schild für Trinkwasser. Hier ist der Brunnen und das ist Klimawandel live. Wir haben aber noch was in den Flaschen. Ne? Aber was schönes Kaltes wäre schon gut. Wir sind durchgekocht. Wir brauchen kaltes, direkt Infusion von der Tanke. Ja, wir haben Calippo, Zitronenlimonade und noch schon aufgefüllt Wasser. Hier sehen wir die ca. 55 Kilometer lange und seichte Abfahrt bis nach Nizza. Ja, wir sind auf dieser größeren Straße gefahren durch das Tal. Fürs Auge war es schon schön, aber wir waren etwas angespannt, weil die Straße schon etwas größer war und Autos ein bisschen schneller fuhren. Der Verkehr hielt sich aber eigentlich doch in Grenzen. Okay, wir waren jetzt beim Fahrradladen. Ja, ich habe jetzt zwei Schwalbe G1 Allround in 38 mm bekommen, also 2 mm schmaler als bisher. Allerdings kein Tubeless-Reifen, deswegen habe ich noch Schläuche gekauft. Und dann werde ich das morgen am Rest Day umrüsten. Ehrlich, habe ich was zu tun. Jetzt wird dir noch langweilig. Ja, genau, das darf ja auch nicht sein, ne? Nee. Dann bekommst du auch deine Ruhe. Ja, genau. So, wir machen uns auf den Weg zur Tornade. Anne ist jetzt kurz vom Ziel einmal hingefallen. Da hatte jemand seine Koffer auf dem Fahrradweg abgestellt. Wir mussten dann ausweichen über so eine Kante und ja, im spitzen Winkel drüber gefahren und hingefallen auf die Seite. Ja, jetzt tut Handgelenk und Ellenbogen ein bisschen weh. Der erste Schock ist vorbei, jetzt kommt ein Krankenwagen und ja, jetzt machen wir hier erstmal Cut. Ich melde mich später. Ja, so erprobt, wie es für euch jetzt gerade zu Ende ist, so war es für uns damals auch. Wir sind jetzt schon einige Monate später. Ja, es war schon verrückt. Ne? Wir fahren 6 Tage lang die Pässe rauf und runter, es passiert nichts. Und dann in Nizza, kurz vor der Promenade, die wir uns so schön vorgestellt haben, lässt die Konzentration vielleicht ein bisschen nach und man fällt dann auf so einem einfachen Radweg, weil der auch baulich so blöd gestaltet war, dass man da super hinfahren kann. Ne? Mario hat es ja gesagt, wir wollten ausweichen und der Radweg war mit so einer Kante getrennt vom Fußgängerweg und Mario ist da locker drüber gefahren und ich wollte das ihm nachmachen und habe das aber nicht geschafft und bin so seitlich gestürzt. Also ich bin halt im spitzen Winkel, aber halt mit Anlupfen vom Vorderrad drüber gekommen und ja, das Lupfen hat Anne dann nicht hinbekommen. Das habe ich nicht hinbekommen, bin dann auch zeitlupenartig habe ich das richtig gemerkt, wie ich jetzt falle. Und im ersten Moment hatte ich auch so den Eindruck, es ist alles ein bisschen abgefedert gewesen durch sozusagen die Taschen. Wir haben ja diese Befestigung hinten, wo wir die, wie nennt sich das nochmal? Saddleback, genau, richtig. Und bin dann halt so zur Seite gekippt, aber habe schon gemerkt, dass ich mich mit dem rechten Arm abgestützt habe. Und es war so ein Schockmoment, mir war das unglaublich unangenehm, weil da in dem Moment auch irgendwie ganz viele Passanten waren. Und Mario hat das anfangs gar nicht so mitbekommen. Der wurde dann von einem anderen Passanten zurückgerufen. Und ich lag dann da auf der Straße. Und ja, und alle haben aber sofort auch geholfen, haben mir Wasser gereicht. Da waren so Treppen, da habe ich mich dann hingesetzt und es kam auch ganz schnell dann Hilfe. Ich wurde dann darauf hingewiesen, dass doch jemand hinter mir gefallen ist und in dem Moment wusste ich schon, ach du Scheiße. Mir war irgendwie direkt klar, okay, jetzt ist vorbei. Ja, Anne lag da und war auch sehr aufgelöst, hat geweint und ich wusste jetzt nicht, okay, wie schlimm ist es, aber ich habe es natürlich ernst genommen, habe dann auch die Hilfe angenommen, insbesondere von einer Person, der dann auch direkt den Krankenwagen gerufen hat, mit der Notfallzentrale da gesprochen. Die hatten immer Rückfragen, das konnte ich ihm dann halt auf Englisch beantworten, zum Beispiel, ob Anne einen Helm getragen hat und das konnten wir natürlich bejahen. Und dann war der Krankenwagen nach 5 Minuten da, das ging super schnell.
Die 3 Leute, ne, haben sich dann auch gut um uns gekümmert, haben auch gefragt, wo wir denn wohnen würden. Und dann habe ich gesagt, ja, wir haben ein Apartment jetzt hier, da und da. Und dann haben sie, glaube ich, auch das Krankenhaus gewählt, was da fußläufig erreichbar ist, und haben dich dann mitsamt des Fahrrades eingepackt. Für mich hatten sie dann keinen Platz mehr. Ich wollte dann zuerst dann zum Krankenhaus hinterherfahren, bin noch über die Promenade gefahren, alleine dann. Wir wollten eigentlich zu zweit herfahren, nach so vielen Kilometern und Höhenmetern, hatten uns das so schön vorgestellt. Das hat dann nicht funktioniert. Und dann bist du wieder dran mit dem Krankenhaus. Ne? Wie war es da eigentlich? Als der Krankenwagen dann kam, ging es mir eigentlich recht gut. Ich fand es ein bisschen komisch, ich musste dann da auf dieser Liege sitzen. Mein Fahrrad neben mir, durfte mit dem Krankenwagen fahren. Das war total toll. Und auch im Krankenhaus haben dann sofort einige dort das Fahrrad gleich weggetragen und in einen separaten Raum. Ich habe dann zuerst ganz normales Röntgen gehabt und später CT. Und währenddessen musste ich immer recht lange warten. Mir ging es recht gut. Habe Mario auch geschrieben, dass er auf gar keinen Fall jetzt sofort ins Krankenhaus kommen soll, sondern erstmal sich um die Unterkunft vor allem kümmern sollte. Ja. Und ich habe auch eigentlich im Krankenhaus für mich zwischendrin gedacht, ich gehe jetzt einfach, weil mir geht es ja gar nicht schlecht. Und irgendwann hatte ich das Gespräch dann mit dem Arzt. Klar, Frankreich, Französisch, dann kann Google Translate. Der hat mir dann so einen Verband gegeben, ein Rezept für Medikamente, Schmerzmittel. Und so wirklich verstanden, was er mir da gesagt hat, habe ich in dem Moment eigentlich nicht. Ich habe dann aber einen Arztbrief mitbekommen und dann habe ich auch Mario gleich informiert. Anne war dann ungefähr 4 Stunden, glaube ich, da, und in der Zeit habe ich dann das Airbnb klar gemacht. Dann sind wir da noch reingekommen, oder ich vielmehr. Und ich war einkaufen und habe ganz bewusst all die Sachen gekauft, zu trinken und zu essen, die Anne gerne mag, um sie aufzuheitern, wenn sie dann nach Hause kommt. Und ich habe dich dann abgeholt. Ich bin da hingelaufen, weil ich wusste ja, ich muss dein Fahrrad dann zurückschieben. Du hattest eine Trage. Ja, ich hatte den Ellbogen dann in so einer Tragetasche. Ja. So einer Schlaufe, und das war dann eben ein bisschen blöd, weil Mario durfte nicht rein. Und ich musste dann eben der ist ja meine rechte Hand, also mein starker Arm, und musste ich mit links das vollbepackte Fahrrad dann da auch noch rausschieben. Also es war eine Herausforderung, aber hat dann alles gut geklappt, und Mario kam mir dann auch sofort entgegen. Und an dem Abend, weiß ich noch, die Stimmung war eigentlich dann wieder ganz gut. Ne? Du hast dich nicht so sehr schlecht gefühlt, vielleicht dann später auch wegen Schmerzmitteln. Ja. Und wir hatten dann gedacht, okay, morgen am Pausentag machen wir mal früh eine Testfahrt und gucken, ob wir die Reise weiterführen können. Genau, und ich hatte auch den Arzt so verstanden, dass ich auch den Arm bewegen soll. Also von daher dachte ich, steht ja nichts im Weg, dass wir dann wieder weiterfahren können. Am nächsten Morgen wollte ich dann unbedingt ausprobieren, wie das ist. Ich habe eigentlich recht gut geschlafen. Schmerzen hatte ich zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen, aber nicht so gravierend. Wir sind dann getrennt den Aufzug runtergefahren mit unseren Fahrrädern. Ich war dann unten auf der Straße, und dann kam ich noch nicht mal auf das Fahrrad. Also weil ich die Hand, als ich dann gemerkt habe, als ich die Belastung auf den Lenker geben wollte und greifen, dass ich überhaupt nicht, dass die rechte Hand eigentlich bewegen kann, und geschweige denn die Bewegung, die Bremse zu dem Zeitpunkt dann zu bedienen. Und das war dann irgendwie Schock pur. Ich habe sofort, glaube ich, angefangen zu weinen. Nee, noch nicht. Das war dann so, also das war früh morgens, so wie wir halt sind, ne? Zwischen 6 und 7 war das. Und dann hast du gesagt, ich probiere es heute Abend nochmal. Ja, und dann habe ich gesagt, nee, Anne, wir organisieren jetzt mal den Rücktransport und wir sehen zu, dass wir hier wegkommen. So, und dann schieben wir beide unser Rad von der Straße wieder in den Flur, mussten dann einzeln mit dem Fahrrad dann in den Aufzug. Du fuhrst erst hoch, hast dann oben gewartet, ich dann nach. Und dann geht die Tür auf, und dann sehe ich, wie Anne da in ihrem Helm, wie sie ja schon aussieht wie Pfeifel der Mauswanderer, und dann weint sie da, weil ihr klar geworden ist, okay, das war's jetzt wirklich. Und ich habe dann auch angefangen zu heulen. Ich sage, alles gut, wir haben doch uns, es passt doch alles und kein Problem. Und
Also das tat schon weh, weil wir waren 6 Tage unterwegs und in diesen 6 Tagen gibst du alles dran, dass es funktioniert und dass es immer weitergeht. Und dann auf einmal kommt die Erkenntnis, nee, geht leider nicht. Geht nicht. Ja. Wir wollten dann den Rücktransport organisieren und möglichst auch natürlich so, dass das über die Versicherung läuft. Wir sind deswegen erstmal auch zum Krankenhaus nochmal gelaufen, weil ich dachte, man braucht da vielleicht eine Form irgendwie was schriftlich. Und dann haben wir die Dokumente uns runtergeladen und mühsam dann am Anfang da auch das eingetippt am Handy in dieses PDF-Format. Das war dann echt so ein bisschen eine Herausforderung. Wir mussten mit dem einen Handy und Google Translate das Französische ins Deutsche übersetzen. Davon habe ich abgelesen und auf meinem Handy in diesem PDF-Formular das Versicherungsding ausfüllen wollen. Und das war total blöd. Und kurz vorher hatte ich halt meinen Eltern gesagt, ja, nee, wir können nicht weiter. Und wir versuchen jetzt den Rücktransport zu organisieren und während ich also versuche, dieses PDF einzupflegen, einzutippen, schreibt mir mein Vater wohl. Ich antworte nicht und 5 Minuten später ruft er mich an. Ja. Ich sage so, ja, was ist los? Dann sagt er, hast du gelesen, was ich dir geschrieben habe? Ich sage so, nee. Und dann sagt er, wir holen euch ab. Wir fahren heute Abend los, wir packen jetzt das Auto und wir wollten immer schon mal nach Nizza. Und die wohnen nicht da, wo wir wohnen, sondern die wohnen in Oldenburg, ne? In Niedersachsen. Und es sind mehr als 1000 Kilometer, glaube ich, weiß es gar nicht mal. Und und dann erstmal natürlich angenommen. Wir haben dann noch weiter versucht, den Rücktransport über die Krankenkasse übernehmen zu lassen. Und um es gut zu machen, die haben es dann nicht übernommen, weil das war so ein Zwischending. Ja? Die hätten es übernommen, wenn du dort in stationär gewesen wärst und auch in deinem Heimatort stationär hättest aufgenommen werden müssen. Dann organisieren die den Rücktransport. Aber das war es ja nicht. Und dann Fahrrad war eigentlich noch so gut wie heile. Ja. Deswegen gab es da auch nichts bei helden.de oder so abzuwickeln. Du selbst warst nicht so schwer krank, als dass du transportiert hättest werden müssen. Und wir haben aber von Komoot was zurückbekommen, ne? Ja, wir haben da eine anteilige Pauschale für die Strecke dann bekommen. Das war sehr gut. Kilometer mal Betrag X, ich weiß nicht, 50 Cent, 30 Cent. Genau, also so. Ja. Aber das war natürlich dann in dem Moment richtig, also wir haben das, glaube ich, anfangs gar nicht erst realisiert und haben dann aber mittags das dann den Eltern nochmal bestätigt, dass dass wir uns sehr freuen würden, wenn sie uns abholen würden. Und das war richtig prima. Da sind dann nochmal Tränen geflossen, als meine Eltern dann da waren am nächsten Tag. Also so viel geweint wie in den Tagen haben wir lange nicht. Sehr emotionale Tage. Und dass meine Eltern da einfach sagen, ja komm, wir holen euch ab, war der Wahnsinn. An der Stelle nochmal vielen, vielen Dank. Sonst hätte ich in dem Moment auch nicht gewusst, wie wir jetzt zurückkommen sollten, denn zu zweit mit 2 Fahrrädern einfach mal in Zug einsteigen, das geht in Frankreich nicht. Ja? Da fährt nicht stündlich ein TGV oder so, das ging einfach nicht. Das hat man uns natürlich auch rausgesucht oder danach gesucht, aber keine Chance. Ja, und im Nachhinein ist mir dann mal klar geworden, okay, ich hätte es wohl so machen müssen, dass ich alleine in Nizza in Zug einsteige, bis nach Genf fahre, da das Auto abhole, mit dem Auto wieder zurück nach Nizza und da dann Anne und die beiden Räder einpacke, um dann nach Hirschberg zurückzufahren. Ne? So hätte es wohl laufen müssen. Ne? Genau, oder fliegen halt. Wir haben ja viele, das war dann noch die Alternative, dass du von Nizza nach Genf, vielleicht wäre da was geflogen. Aber wenn was passiert und du bist mit 2 Rädern unterwegs, mit dem Zug da weg, das ist nicht so einfach. Als dann klar war, seine Eltern kommen wirklich und holen uns ab, haben wir natürlich dann eine neue Unterkunft für uns alle organisiert, weil 4 Personen, Hauptsaison Nizza, das war am Anfang auch eine leichte Herausforderung. Aber es hat gut geklappt. Wir haben zentrumsnah noch ein schönes Zimmer bekommen. Es war etwas beengt, aber alles gut. In der Situation waren wir froh, überhaupt was zu bekommen. Und wir sind dann umgezogen und hatten dann noch wirklich wunderschöne 3 Tage in Nizza und haben so ein bisschen das Strandleben dort genossen, waren schön essen. Also es war am Ende dann ein richtig guter Abschluss. Und die Eltern haben ja einen Fahrradträger dabei gehabt und so konnten wir dann die Fahrräder gut nach Genf transportieren zu unserem Auto.
Und so konnten wir dann getrennt weiterfahren. Die Eltern sind dann direkt durchgefahren nach Oldenburg zurück und wir dann nach Hause. Damals war das natürlich schon schlimm, dass wir jetzt nicht weiterfahren konnten, aber aus der heutigen Sicht mit der nötigen Entfernung war das eigentlich ein ganz sinnvoller Abbruch. Denn einmal waren wir bis nach Nizza gekommen, wir hatten 6 anstrengende Tage hinter uns. Der nächste Tag wäre ein Pausentag gewesen, aber dann die Rückreise wäre noch mal anstrengender. Ich habe jetzt gesehen, das sind sogar fast 50% noch mal mehr Höhenmeter. Und Anna hat ja sowieso Schmerzen und ja, insofern war das eigentlich ganz passend. Und so haben wir nicht alles direkt in einer Tour abgehandelt, sondern ja, die zweite Hälfte können wir immer noch mal nachholen. Kann sein, dass wir das jetzt schon in 2023 nachholen oder ja, später vielleicht mal. Also insofern eigentlich doch alles okay. Ne? Ja, und mein Ellenbogen ist auch wieder heile. Genau. Also es war eine Radiusköpfchenfraktur, ne? Das ist irgendwie die Stelle hier so. Ja, aber zum Glück ein glatter Bruch. Ging dann eigentlich recht, natürlich war eingeschränkt, rechte Hand ist immer blöd, aber insgesamt würde ich sagen, ist es gut geheilt. Du warst 6 Wochen krankgeschrieben, ne? Ja. Und dann, ja, also alles wieder gut. Wir waren auch schon wieder Fahrradfahren und dann sagen wir, ciao, bis bald. Bis bald, tschüss. Der Vollkaskoschutz für dein Fahrrad von Helden.de. Alles online, jederzeit kündbar und keine Selbstbeteiligung. Und mit dem Code MADO9 sparst du dauerhaft einen Monatsbeitrag pro Jahr. Der Code gilt übrigens auch für alle anderen Versicherungen von Helden.de.